Herzlich willkommen zu Klangbild Reaction mit Patrick Piano. Oh yeah, und dem Sweeney Man. Was geht ab? Ja, nice. Ja, und natürlich mit euch. Und heute haben wir auch ein außergewöhnliches Talent. Wir hatten den jungen Mann schon mal in unserer Show. Ne? Ja. Dimas Xenopati mit Skid Row 18 and Live Akustikcover. Ich bin gespannt. Schöner Riff. Der Gitarrenspieler ist auf jeden Fall gleich wieder. Ja, erstmal fette Props auch an den Gitarrenspieler, der dabei ist. Ich kenne den Namen gar nicht. Leute, wenn ihr wisst, wie der Kollege heißt, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Schreibt bitte in die Kommentare, ja. Da würde ich auch gerne mal reinchecken, was der vielleicht noch sonst noch so treibt. Der ist echt gut. Slash heißt er ja, glaube ich, nicht so. Ich glaube nicht, dass es Slash ist, aber eine Anlehnung an ihn auf jeden Fall. Slash auch krassester Gitarrist seiner Zeit. Hinten, der jetzt bei YouTube. Button. Slash war, glaube ich, ein Bassist, aber egal, ja. Nee. War Gitarrist. Der war Gitarrist, klar. Slash von Guns N' Roses. Der war einer der krassesten Virtuosen mit einer Gitarre. Okay. Aber der hat bestimmt auch Bass gespielt, klar. Okay, der hat beides gezogen. Jetzt verwechsel ich es. Alles gut. Aber auf jeden Fall, der sieht so aus wie Slash. Ja, definitiv. Das war die Hook. Aber er spielt auch Slash-mäßig. Er spielt nämlich auch genauso sauber, ganz entspannt. Ja, die haben auch viele gute Rocksachen hier. Ja. Auch wieder so ich sag mal, im Studio, was so westernmäßig gehalten ist. Gefällt mir sehr gut. Das ist deren Studio. Die Stimme. Auf jeden Fall unglaublich. Auf jeden Fall haben die so kristallklaren Sound. So. Das ist auf jeden Fall krass. So. Ja. Der ist krass. Aber gehen wir mal kurz auf seine Stimme ein. Ne? Er hat ja so dieses kräftige, so diesen bisschen verrauchter Style, nur dass er halt bestimmt noch nicht schon so eine alte verrauchte Stimme hat. Ja. Aber er schmettert die rein. Also wirklich, er ist auch ein Brecher. Definitiv. Voll. Und YouTube-Partner ist er auch. Ja, wollen wir ja mal. Er hat ja schon den YouTube-Button verdient. Zu Recht. Wir hoffen ich auch bald. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Just barely out of school, came from the age of down for life. Ganz sauber, ganz klar. Leer ist auch schön pretty easy gehalten. So. Ja, manchmal ist weniger mehr. Ne? Gitarre und Gesang. Manchmal ist weniger mehr und ein guter Song braucht manchmal auch nicht mehr. Ich hoffe mal, dass jetzt natürlich noch vielleicht ein paar Drums mit reinkommen. Wäre jetzt auch schon schön vom Feeling her, aber würde auch so schon reichen. Das ist unglaublich. Klar. Er steigert das mit dem Schrammeln. Ja, ne? Mit dem Schrammel-Mode. Auch eine schöne Steigerungsrhetorik hier. Ja. Ganz klassisch, immer sehr effektiv, natürlich. Das Gefühl sozusagen hochpushen, bis du dann auch auf dem Zenit des Songs bist, seinen Höhepunkt. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, Leute, sowas aufzubauen. Rhetoriken bei der Gitarre, ja. Na, aber generell in einem Song, in der Musik. Du kannst mit einem kräftigen Einstieg gleich kommen, dann wirst du ein bisschen lower, dann hebst du die Stimmung wieder an. Oder es gibt unglaublich hier wird ja gerade von low auf hoch. Das ist sozusagen die klassische Rhetorik. Du fängst mit einem Intro an, es baut sich alles langsam auf und steigert sich. Meistens dann der Höhepunkt in der Endhook. Ja. Ne, dass dann sozusagen die Hook sich noch zweimal wiederholt und dann sozusagen das gesangliche Feuerwerk oder musikalisch, je nachdem, wie das vergleichen ist. Genau, das große Finale kommt. Walk the street a soldier and he fought the war alone. You know it's 18 and life, you got it. 18 and life to know your crime, it's richtig basic sozusagen, noch den Text scrollen, finde ich gut. Ja, fand ich gerade richtig nice. So, daran sieht man einfach auch, wie krass Profi er ist. Ne? So wie wohl er sich da auch dabei fühlt. Gut, jetzt darf man nicht vergessen, das ist ja nicht sein Song, das ist ja ein Cover. Er muss sich ja schon sozusagen an die Melodievorgabe halten und hat aber auch trotz einem gewissen Spielraum. Ja. Auch bei einem Cover kannst du ja immer ein bisschen deine eigene Note mit reinbringen. Man möchte möglichst den Song original halten, weil man halt eben auch zeigen möchte, aus mehreren Gründen. Meistens einfach auch, weil man den Song sehr gemocht hat, immer mitgeschmettert hat und sich dann irgendwann mal denkt, ja, Karaoke-Bar reicht jetzt nicht. So, jetzt bringe ich den mal richtig. Warum auch nicht? Finde ich, ist immer auch ein großer Respekt an die Original. An die Originale, ja. Ja, Musiker. So.
auch schön, wie dann die Gitarre. Schau, du hast jetzt genau jetzt Pause gemacht. Wir müssen gleich nochmal kurz zurück machen. Der Übergang von seiner Stimme zu der Gitarre. Wie sich die beiden Klänge ablösen und ineinander gehen. Ich gehe mal auch davon aus, selbst live würde das so klingen. Ja, klar. Also die sind ja nun wirklich sehr gut. Haben sie ja jetzt nun live eingespielt. Aber lass mal noch mal kurz die Stelle hören, wie kräftig er und dann aber die Stimme, sag ich mal, im Nachhall und dann die Gitarre so übernimmt. Ich liebe das. Okay. Ich persönlich nenne das in den Klangschatten reinspielen. Okay. Das ist ja eine coole Ob das ein Wortkreation. offizielles Wort ist, weiß ich nicht. Wenn, dann kommt es von mir durch meine Lehrzeit als Lehrer. Also da sage ich Wenn auch nicht, schon dann Schüler, hat Patrick Piano in den jetzt auf jeden Fall Klangschatten den reinspielen. Klangschatten. Aber ich denke, jeder weiß, was du You meinst. know, wer es erfunden hat. Ja, diesmal nicht die Schweizer, sondern Patrick Piano Wars. It was me. 18 I love to know your crime, it's time, and it's 18 and life to go. Das erinnert mich gerade an so fette Songs auch aus den 60er, 70ern. Tequila in his heartbeat, his vein burned down. Ja, die Rhetorik ist natürlich altbekannt, ne? Also die habe ich schon bei vielen Rocksongs aus den 80er, 90ern Ja, ne, auch da natürlich auch große in den Dinge. Klangschatten reingespielt. Ganz genau, so sieht das aus. So, da kriegt man schon so ein Feeling so und dann, wenn die Hauptstimme wegfadet, denkst du dir, ja, eigentlich ist voll fett, so Ja. nur die Melodie zu Ja, hören. ja, So. das ist genau dieser kurze Break oder Ja. ne, der dann eigentlich nur kurz die Mello halt dann eben so als Übergang. Schön, sehr, sehr schön hier. Gefällt mir wieder mal sehr gut. Ich kannte den Song übrigens auch nicht das Original. Ich kenne das Original auch nicht. Also das ist jetzt schon interessant, den Song kennenzulernen, der wahrscheinlich ein alter Klassiker ist, bestimmt. Skid Row sagt mir auch was. Genau, das Teil, was wir uns davor Und jetzt angeguckt über haben, das Cover den Song überhaupt kennenzulernen, ist jetzt auch mal interessant. Auf jeden Fall. Bei dem anderen Song, wo er die Four Non Blondes... Ja, die liefen ja auch in unserer Zeit früher im Radio auch hoch und runter. Auch genau der Song, ne? Ja, genau, da kannten wir ja Da kannte man das den Original. natürlich auch, das Original sehr gut. Keep his motor running, but it never kept him clean. They say love at winter, Ricky's a wild one. He married trouble at the car ship with the girl. Bang bang, shoot him up. Nice gesungen. Ich dachte gerade für einen Moment, wenn man ihm nur zuhört und jetzt nicht wüsste, wie er aussieht, du würdest niemals denken, dass das noch so ein junger Mann ist. Ja. Einfach von der Stimme her, dieses Reinschmettern, du wirst jetzt so denken, weiß nicht, Mitte 30, bisschen breiter, Rocker-Style oder so. Ja. Und er, wie soll man das sagen? Seine Stimme wirkt älter als er es ist. So. Also es ist schon ein unglaublicher Effekt, den er hier einfach erzeugt. Unglaublich schwer, den auch so zu halten. Alleine auch von den Stimmbändern auf Dauer. Wir hatten das In der letzten in der letzten Folge ein bisschen erläutert. Ne? Da sind wir auch, glaube ich, auf den, wie hieß er, den Frontman von, wie hieß die Band? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ja, Der dann leider verstorben ist, eingegangen. ja, ich habe ihn jetzt auch nicht mehr parat, aber auf jeden Fall hatten wir die Stimme sozusagen. Linkin Park? Linkin Park. Linkin Park war das, genau. Wo er auch immer mit so Stimme so und so. Und da hat er mal in einem Interview auch gesagt, das kannst du, ich wiederhole es nochmal hier, wir hatten da in der Folge schon drüber gesprochen, das kannst du halt nicht ewig bringen. Irgendwann sind deine Stimmbänder durch. Ja. Und deswegen ist das bei ihm gerade auch echt krass, wie sauber, wie klar und er diesen Style halt eben fährt. Sehr gut. He's a wild one. Das meine ich. He married trouble at the car ship with the girl. Bang bang, shoot him up. The party never ends. You can think of dying when the battle's your best friend in the West. 18 in life, you got it. 18 in life to know. Ist ja auch so schön, Hammer. so das Feeling, wenn man 18 geworden ist, sozusagen zu besingen. Ja, also die ist auch wieder ganz sagen, bang bang, the party never ends. Ja, genau, so die Freuden, die man dann in so einem Leben hat, so mit Autofahren, Party machen und schon schön. Dieses Gefühl, man wäre noch unsterblich, bis man dann irgendwann 30 wird, 2 Bier weniger trinkt und sich denkt, oh, welches Pferd hat mich da getreten, was ist nun passiert? So ja, da fängt man dann halt die eben Party an. langsam over ist. Da ist die Party nicht mehr endlos, definitiv. Da sagt man sich, man geht gediegener feiern. Ja, aber schön. Die Sache mit dem Video. 18 in life to go. 18 in life, you got it. 18 in life to know your crime, it's time. And it's 18 in life to go.
das war jetzt schon heftig. Ja. Und auch wie jeder Schauen wir mal große zurück. Künstler, auch wie sein Namensvetter Dimash mit H am Ende dann, ne? Er wird ja ohne geschrieben. Auch natürlich, wenn die so reinstarten ins Mikro, der Kopf geht erstmal weiter weg. Ja. Du überschmetterst, du überschreist es so krass. Und dann kommt sofort vom Produzenten sowas wie, du darfst nicht in den roten Bereich, sing mir das mal nochmal ein. Ich will hier keinen scharf angucken, ne? Schönes Ding. Everything. Machen wir nochmal kurz hab zurück. ich Die gemacht. Stelle würde ich mir, genau, danke, nochmal gerne anschauen. Was? Love to know your crime, it's time, and it's 18 and life to go. Accidents will happen, they all heard Ricky say. Gleich danach so, Exzellent. Accident will happen, Unfälle werden passieren, ja. Ja, ich war jetzt gerade jetzt gar nicht auf den Text geachtet. Ich war jetzt Ja. gerade nur von seiner Performance grad voll fasziniert. Ja, Und auch dieses okay. schön, er völlig professionell, wie er dann wieder rangeht. Nebenbei, er geht da schnell an die Maus und zack. Top, der junge Mann. Grüße gehen raus. Solltest du jemals unsere Reaction vielleicht sehen. Fire a six shot to the wing, and a tile blow and tile away. Ich frage mich langsam, liegt es an dem Namen dieser Leute? Also irgendwie alle Leute, die in Richtung so einen Namen haben, die gehen einfach krass ab. Weißt du, so Gesangstalente. Dimash, genauso wie Dimash. Der absolute Brecher, so. Ja. Schön. Klassisches Gitarre. Schönes Solo Gerät. darf nicht fehlen. Aber auch schöne linke Hand hier. Ufer jetzt auch nicht so ohne. In life you got it. 18 in life to know your crime, it's time, and it's 18 in life to go. 18 in life you got it. 18 in life to know your crime, it's time, and it's 18 in life to go. Auch eine klassische Rhetorik. Jetzt kommt nochmal Gesang mit Gitarre zum Ausklingen. Ich glaube, da kommt gleich noch so ein kleines Gitarrensolo. Ich glaube, er wollte gerade reinstarten in so ein Gitarrensolo. So, Okay, 3 okay. Sekündchen zurück. Das klang gerade so, als würde er jetzt hier Noch an ein die Solo Gitarre noch so ein draufsetzen? Klimperitzky reinhauen. And Okay. it's 18 in life to go. Aber Gesang und Solo. Ja, hatten wir beide. Schön. Schöner Move hier an der Gitarre. Ja, Ja. ganz entspannte Nummer hier. Skid Row, 18 in Live, gesungen von Dimash, Xenopati. Toll, den Mann werden wir auf jeden Fall auch Klassische Kombi. im Auge behalten. Ja, was das er ist- so raushaut, gefällt ja. mir sehr gut. Kann man sich auch entspannt geben zu mehreren Gelegenheiten. Ganz, ganz groß und das schon Schön in so jungen reduziert Jahren. auf jeden Fall. Immer Gitarre. Ich und würde wagen Gesang. zu behaupten, Entschuldige, aber dass er eine steile Karriere vor sich haben wird. Ja, Ja. definitiv. Bleib auf deinem Weg, Junge. Wir bleiben auf unserem. Definitiv. Ne? Wenn ihr Bock auf Sweeney Man Beats habt, auschecken. Den Link unten in der Formeffekt. Beschreibung. Wenn ihr Lust habt, Klavierspielen online zu lernen, weil bei euch noch ein Piano rumsteht und ihr denkt euch, man könnte mal wieder anfangen oder eigentlich auch generell mal anfangen, schreibt mich über meine E-Mail-Adresse an. Ne? Was die meisten von euch natürlich nicht wissen, ich bin seit über 8 Jahren Klavierlehrer und der Online-Markt gehört mir. Ich bin nämlich auch Experte im Online-Unterricht. In dem Sinne, bleibt uns weiter gewogen, einschalten, liken, weiter verteilen, abonnieren, wenn ihr noch nicht abonniert habt, hittet die Glocke. Kaffee spenden. Ja, bitte Der auch. Link ist unten in der Wir Beschreibung. wären sehr, sehr dankbar. Ansonsten Sagen wir vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und deine natürlich auch. und bis zum nächsten Mal. Peace out.